Aktuell sind wir noch in Kirgisistan. Aber schon heute Abend fahren wir über Nacht mit dem Bus 13 Stunden nach Usbekistan. Das Problem ist, dass ich leider krank geworden bin und eine Erkältung habe durch die Klimaanlage. Also eigentlich fühle ich mich überhaupt nicht fit und würde jetzt gerne den ganzen Tag im Bett liegen. Aber naja, es ist alles schon gebucht, wir mussten einen PCR-Test machen und so weiter und so fort. Ich hoffe, es wird nicht zu anstrengend. Und es sieht ganz gemütlich aus. Voll. Noch ist es richtig leer und jetzt hatten wir wieder einmal einen Moment, wo wir gemerkt haben, wie hilfreich das ist, wenn Leute mit uns Englisch sprechen können, wenn man sie einfach verständigen kann, weil da war ein Mann, der hat uns richtig gut jetzt geholfen, hat uns direkt gezeigt, wo der Bus ist. Haben wir gar nicht lange gebraucht. Ging jetzt richtig einfach. Ja, das ging viel schneller. Und so sieht das ganze Ding aus. Wir fahren von Bischkek nach Taschkent, die Hauptstadt Usbekistans. Und das ist der Grund, warum es so lange dauert. Was ich eigentlich meinte, sind die Grenzübergänge. Denn die Strecke führt durch Kasachstan. Bei jedem Grenzübergang müssen wir aussteigen, unser Gepäck mitnehmen, über die Grenze laufen, kontrolliert werden, aus dem einen Land aus und ins andere eingestempelt werden. Angekommen auf der anderen Seite müssen wir dann warten, bis unser Bus fertig durchgecheckt wurde. Das dauert natürlich einige Zeit. Die Fahrt ist wirklich enorm anstrengend und wir sind sehr froh, als wir in Taschkent ankommen. Wir kommen in einem gemütlichen Hotel unter. Allerdings wird Selma dann auch noch richtig krank, sodass wir die erste Woche fast nur in unserem Zimmer verbringen. Dementsprechend sieht es dann auch aus. Als wir wieder etwas fitter sind, gehen wir in ein Kunstmuseum ganz in der Nähe. Für einen langsamen Start ist das Museum perfekt. Am nächsten Morgen gehen wir zu einem Basar und einer Medrese. Das ist bzw. war einmal eine Koranschule. In Usbekistan zahlt man übrigens mit der Währung Sum. 1 Million Sum entsprechen ca. 90 €. Auf dem Weg zur Medrese laufen wir durch die Altstadt. Von hier aus sieht man eine gigantische Kuppel, die Teil eines Kulturzentrums ist, was gerade noch gebaut wird. Und hinter dieser Tür befindet sich die ehemalige Koranschule. Heutzutage befinden sich in den ehemaligen Lernräumen Souvenirshops. Wir machen uns auf den Weg zum Basar, wo es einige spannende Dinge zu sehen gibt. Der Basar heißt übrigens Korsu Basar und gilt als einer der ältesten Basare Zentralasiens. Er war jahrhundertelang einer der wichtigsten Handelsorte entlang der Seidenstraße. Kinder sieht man hier übrigens öfter bei der Arbeit mithelfen. Für uns ist das sehr ungewohnt. Es scheint hier aber ganz normal zu sein.
Anschließend treffen wir auf einen Gewürzhändler, der uns mehr oder weniger zwingt, all seine Gewürze zu testen. Er hätte uns am liebsten natürlich alle verkauft, aber eine große Portion von dem Leckersten hat uns dann gereicht. In der Kuppel gibt es fast nur Fleisch und Käse. Hauptsächlich aber Fleisch. Ich kaufe mir noch ein paar sommerliche Klamotten, da es in Usbekistan locker mal über 40 Grad werden kann und ich fast ausschließlich dunkle Kleidungsstücke mit habe. Etwa 80% des Landes besteht hier übrigens aus Wüste und Steppe. Morgen geht es für uns schon wieder weiter. Wir machen uns jetzt gleich auf den Weg zum Bahnhof und von dort aus werden wir mit dem Zug fahren, 4 Stunden, und zwar nach Samarkand. Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, die ich noch nicht dazu gesagt hatte, ist, dass hier in Usbekistan tendenziell auch alles wieder ein bisschen dichter ist von den Menschen her. Also so der persönliche Raum ist nicht so groß wie jetzt in Kirgisistan und hier wird man tendenziell öfter nach einem Taxi gefragt, 2-3 Mal oder so. Ich will eigentlich nicht aufdringlich sagen, weil das so böse klingt, aber schon ein bisschen auf jeden Fall. Ein bisschen mehr als in Kirgisistan. Train. Und das ist unser Zug für die nächsten 4 Stunden. Draußen sind es übrigens weit über 30 Grad und eine Klimaanlage gibt es hier nicht. Der Zug ist jetzt losgefahren und es ist so unglaublich heiß hier drin. Vielleicht sieht man es auch schon in meinem Gesicht. Ich hoffe jetzt mal, beziehungsweise wir hoffen, dass es durch die Fahrt ein bisschen kühler wird. Weil jetzt so 4 Stunden zu verbringen... Abgesehen davon ist die Fahrt aber ziemlich spannend. In so einem Zug sind wir beide nämlich noch nie mitgefahren. Während der Fahrt wurde es zum Glück auch noch ein kleines bisschen kühler. Was wir hier jetzt in Samarkand erleben, das erfahrt ihr dann im nächsten Video und wie es jetzt mit uns weitergeht. Deswegen abonniert natürlich meinen Kanal und aktiviert die Glocke.